Hallo zusammen! Komoot hat ein sehr interessantes neues Update herausgebracht. Du hast nämlich jetzt die Möglichkeiten, eigene Wegpunkte auf der Tour zu erstellen. Das ist aber noch nicht alles. Die Wegpunkte werden auch bei der Navigation angezeigt, sowohl auf der Apple Watch in der Komoot-App, aber auch auf euren Garmin-Uhren bzw. auf dem Handy. Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr die Wegpunkte anlegt, wie das dann auf den Geräten aussieht. Aber ich würde sagen, wir legen mal direkt los. Ich persönlich werde das jetzt hier auf der Web-Oberfläche planen, in dem Fall hier auf dem Mac. Auf dem iPhone könnt ihr es momentan noch nicht planen, da soll aber ein Routenplaner-Update irgendwann mal kommen und dann gibt es die Funktion auch mit den Wegpunkten. Auf dem Android-Gerät soll es schon gehen, kann ich momentan nicht testen, habe ich gerade keins vorliegen. Und für den einen oder anderen vielleicht auch noch interessant, wo werden die Wegpunkte übertragen auf die Uhren? Das funktioniert natürlich einmal, wenn ihr ein Weltpaket habt, ein Kartenpaket oder dann natürlich auch Premium-Nutzer seid, da habt ihr sowieso alles mit dabei. Da wird es dann übertragen, so könnt ihr es dann auch hier nutzen. Aber dann würde ich sagen, dann legen wir mal auch direkt los. Und zwar, wir gehen jetzt einfach in eine neue Routenplanung hinein, rechts oben. Sagen wir jetzt hier neue Route planen, dann geht auch schon die Karte auf. Und das Schöne ist, ihr habt die Möglichkeit, hier für alle möglichen Sportarten das durchzuführen. Sei es fürs Wandern, Laufen, Fahrradfahren, Mountainbiken, E-Biken, also alles, was das Herz begehrt. Wir nehmen jetzt einfach mal Laufen, Trail. Und jetzt gehen wir einfach in die Routenplanung hinein. Wir zoomen mal etwas rein. Und das funktioniert eigentlich ganz normal klassisch, wie ihr das auch schon kennt. Wir nehmen jetzt einfach hier einen Startpunkt. Das ist jetzt der B-Punkt. Und sagen jetzt hier, wir möchten bis hierhin reisen. Und dann haben wir jetzt hier auch schon eine Strecke. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, einmal auf der Strecke selber hier einen Punkt zu setzen. Gehen wir einfach mit der Maus drüber, drücken dann hier links mit der Taste, beziehungsweise auf dem Mac einfach aufs Trackpad. Und dann geht auch schon hier der Wegpunkt bzw. der Punkt auf. Dann sagen wir jetzt einfach hier zum Beispiel Plus auf Route hinzufügen. Und dann haben wir hier die 1, das kennen wir auch schon aus der Vergangenheit. Jetzt klicken wir nochmal auf die 1 drauf und dann geht ein Detailfenster auf. Einmal hier komplett alle Informationen zu diesem Punkt. Und wir können auch sagen, okay, was ist das für ein Punkt? Und jetzt kommen wir nämlich zu der Individualisierung, die jetzt neu hinzugefügt worden ist. Wir gehen jetzt einfach auf diesen Stift, auf Anpassen. Und jetzt habt ihr mehrere Möglichkeiten. Zu einem könnt ihr dem Punkt einen Namen geben. Das würde ich euch auch wirklich empfehlen, das zu tun. Dann habt ihr es einfach schön in der Übersicht. Wir nennen es einfach jetzt mal hier Wasserstation. Und ihr könnt dann auch noch eine Kategorie festlegen. Sehen wir jetzt hier, momentan ist es allgemein. Und wenn wir drauf gehen, können wir sehen, es gibt eine Vielzahl von Kategorien. Also wirklich sehr, sehr viel. Checkpoints, Treffpunkte, Toilette, Dusche. Ja, alles, was das Herz begehrt. Und oben mal noch allgemein, falls ihr dann was nicht findet. Sogar ein Pub ist mit dabei. Finde ich persönlich sehr interessant. Ein Guinness geht immer. Und jetzt gehen wir einfach mal hier auf Wasser und dann habt ihr auch das Icon. Und das ist auch das Icon, was euch später dann auf den Uhren angezeigt wird. Und da habt ihr das dann individuell. Ihr könnt es dann auch noch beschreiben. Sagen wir einfach hier letzte Wasserstation innerhalb 40 Kilometer. Einfach nur so als Hinweis, zum Beispiel wenn du eine längere Tour machst. Und dann gehen wir einfach auf Änderung übernehmen und dann ist es schon gespeichert. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, wir planen jetzt einfach mal kurz ein bisschen weiter, dass die Strecke etwas länger wird. Auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe jetzt hier einen B-Punkt, also einen Zielpunkt. Da könnt ihr natürlich auch drauf gehen auf den Zielpunkt, den auch mit links anklicken oder mit dem Trackpad. Und dann sehen wir auch schon hier, gibt es die klassischen Einstellungen, Hin- und Rückweg, Wegpunkte entfernen. Aber auch hier könnt ihr sagen, okay, möchte ich anpassen. Dann wählen wir das aus und dann sagen wir jetzt einfach, hier zum Beispiel ist ein Zeltplatz, den wir jetzt vielleicht so auf der Karte nicht haben, weil es irgendwas Privates ist. Und hier letzte Schlafmöglichkeit. Und dann haben wir das auch mit dabei. Und jetzt gehen wir einfach hier nochmal auf Kategorie. Und dann gibt es hier den Punkt auch irgendwo Zeltplatz, genau Campingplatz. Und dann haben wir das auch als Icon, sagen wir Änderung übernehmen. Und dann haben wir jetzt hier nicht mehr das B, dann sehen wir auch schon hier das schöne Zelt-Icon. Und jetzt planen wir einfach mal kurz noch ein bisschen weiter. Und hier kommen wir nämlich auch zu zwei weiteren Punkten, die ich persönlich sehr gut finde, weil auf Komoot sind ja auch schon Highlights hinterlegt. Ihr habt nämlich jetzt die Möglichkeit, wenn wir zum Beispiel jetzt ein Highlight haben, sind hier zum Beispiel Tongrube Bensheim, ist als Highlight markiert, dann können wir jetzt auch auf das Highlight draufgehen und das hier auch zur Route hinzufügen. Und dann wird es mit angezeigt. Ihr kennt es ja schon aus der Vergangenheit. Dann sind auch die Bilder mit dabei. Und jetzt machen wir das einfach hier nochmal, Weg gesperrt. Ja, das kommt ab und zu mal vor. Oder auch hier Route hinzufügen. Aber ich weiß, dass man hier auf jeden Fall laufen kann. Wir nehmen jetzt einfach unten auch noch den Jochimsee mit. Das ist an dieser Stelle hier. Route hinzufügen. Und so haben wir jetzt unseren Zeltplatz hinzugefügt, beziehungsweise auch die Wasserstation. Und wenn ihr die Tour dann geplant habt, könnt ihr diese natürlich dann auch speichern.
Wir gehen jetzt einfach rechts auf Tour speichern und dann könnt ihr dem auch noch einen Namen geben. Und ihr habt auch die Möglichkeit, hier Freunde einzuladen. Das heißt also, ihr könnt die Tour dann auch mit Freunden teilen und dann werden auch die Wegpunkte zu den Freunden mitgeteilt. Das heißt also, die bekommen die dann auch mit und haben es auch mit auf der Tour. Das finde ich dann auch wirklich sehr praktisch. Jetzt geben wir dem Ganzen noch einen Namen und dann haben wir das auch schon entsprechend gespeichert. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal im Detail an, wie das dann bei der Navigation angezeigt wird. Den Anfang machen wir jetzt klassisch hier auf dem Handy, in dem Fall auf dem iPhone. Um die Navigation zu starten, geht ihr natürlich hier auf euer Profil. Da sehen wir auch schon die gespeicherten Touren. Da gehen wir jetzt einfach drauf. Und da sehen wir auch schon YouTube-Test Wegpunkte. Das ist das, was ich jetzt gerade angelegt habe. Und dann gehen wir da rein. Und hier können wir jetzt normal klassisch starten. Navigieren mit dem Handy. Ich bin momentan im Keller, deswegen ist mit dem GPS etwas schwierig. Und wir können auch schon sehen, dass die Wegpunkte hier schon angezeigt werden. Zum Beispiel hier die 1. Wenn wir jetzt drauf gehen, sehen wir dann auch schon unser Icon. Und wir sehen auch hier Wasserstation und letzte Wasserstation innerhalb von 40 Kilometern. Oder wenn wir jetzt hier rüber gehen, sehen wir zum Beispiel jetzt die 3. Das war der Jochemsee, den ich hinzugefügt habe. Das war das Highlight auf der Tour. Das bekommt ihr dann auch hier mit angezeigt. Jetzt habt ihr aber auch die Möglichkeit, ihr habt es gerade schon gesehen, hier oben ist ein Pfeil. Wenn ihr jetzt hier runter geht, könnt ihr nämlich die Wegpunkte alle jetzt hier schon sehen. Dann sehen wir hier in 342 Meter kommt die Wasserstation, in 1,51 Kilometer der Zeltplatz und dann auch hier die Highlights aus Komoot selber. Und ich habe zum Beispiel auch nochmal einen Badeplatz angelegt mit 3,12 Kilometer. Und dann habt ihr das mit im Überblick und könnt dann hier euch navigieren lassen und seht dann alle Wegpunkte. Die zweite Möglichkeit, die ich dann zeigen möchte, ist dann auf der Apple Watch. Du kannst nämlich auch auf der Apple Watch hier navigieren lassen. In dem Fall sehen wir jetzt hier in der Übersicht. Und wenn wir jetzt einfach mal in die Komoot App hineingehen, sehen wir hier auch schon, Komoot wird angezeigt. Bekommt ihr natürlich dann auch alle Touren angezeigt. Momentan ist noch keine Tour gespeichert. Wir sehen jetzt hier YouTube-Test Wegpunkte. Und ihr habt ja die Möglichkeit, ganz einfach hier auch die Navigation offline zu speichern. Das heißt also, dann wird es auf die Uhr heruntergeladen. Es geht auch recht schnell. Und ab diesem Zeitpunkt braucht ihr auch kein Handy mehr. Könnt dann einfach so rausgehen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier auf Navigieren und dann wird es auch schon geladen. Ich bin momentan jetzt im Keller, deswegen haben wir jetzt auch hier kein GPS. Aber auch hier können wir sehen, einmal hier die Wasserstation wird uns angezeigt. Ihr habt dann auch die Möglichkeit dann zu schauen, okay, was kommt noch alles hier. Hier ist dann der Jochemsee mit dabei, das Icon ist dabei oder auch der Zeltplatz. Und so hast du es dann auch hier auf deiner Karte mit im Überblick. Und hier sehen wir auch nochmal den Badeplatz. Das habt ihr dann auch mit dabei und das wird natürlich dann auch angezeigt, sobald ihr dann hier an die Wegpunkte kommt. Und wenn ihr dann draußen unterwegs seid, habt ihr dann auch die Möglichkeit, rechts oben auf das Icon zu drücken. Und wenn wir einmal runter scrollen, sehen wir auch eine Übersicht, beziehungsweise noch einmal hoch, bekommt ihr dann auch die Wegpunkte angezeigt, wann der nächste Wegpunkt ist, beziehungsweise habt das auch mit im Überblick. Ja, ich habe jetzt eine Ding-Dong, Ding-Dong bekommen und eine Vibration aufs Handgelenk, als ich den Wegpunkt erreicht habe. Also das funktioniert hier wunderbar. Die letzte Möglichkeit, die ich dir zeigen möchte, betrifft dann alle Garmin-Geräte, die Wegpunkte unterstützen und eine Kartennavigation. Und dafür gehen wir jetzt einfach in die Garmin Connect App hinein und dann geht ihr einfach auf Mehr, um das einfach mal anzuschauen. Prinzipiell könnt ihr auch die Komoot-Schnittstelle hier mit Garmin Connect verbinden. Dann wird mit der Synchronisation die Strecke automatisch hochgeladen auf eure Uhr. Also diesen Schritt müsst ihr nicht gehen. Es geht einfach nur darum, euch das mal ganz kurz zu zeigen. Und dann gehen wir einfach jetzt hier auf Training und Planung. Und da geht ihr dann einfach hier auf Strecken. Und wenn wir dann drauf gehen, sehen wir jetzt auch gleich, es werden alle Wegpunkte von Komoot mitgegeben. Das heißt also, ihr müsst nicht mehr umständlich in Garmin Connect noch irgendwas hinzufügen. Das könnt ihr jetzt alles hier direkt mit der Komoot Routenplanung machen. Voraussetzung, wie gesagt, ist zumindest ein Weltpaket oder Kartenpaket. Oder ihr könnt auch Premium nutzen. Und da sehen wir auch schon, hier zum Beispiel wird die Wasserstation mitgegeben. Die Information, die ich jetzt dabei hatte, ist jetzt leider nicht dabei. Aber ich finde trotzdem, das ist schon mal eine starke Bereicherung. Auch hier Aussichtspunkt Jochemsee ist mit dabei. Das heißt also, man läuft einfach auch nicht mal an Aussichtspunkten einfach so vorbei, die ein bisschen weiter abseits liegen. Wenn man sie mit reinplant, hat man diese dann einfach mit dabei. Auch hier unser Strand ist mit dabei, wieder Badeplatz. Sieht er als hier so, wie ihr das kennt. Aber dann würde ich sagen, dann schauen wir uns das nochmal ganz kurz, in dem Fall jetzt hier auf der Phoenix 8 an. Geht natürlich auch mit anderen Uhren, wie gesagt, die das unterstützen. Und dafür gehen wir jetzt einfach mal kurz in eine Laufaktivität. Die wählen wir jetzt aus. Und dann wählt ihr ganz normal eine Strecke aus unter Navigieren. Und dann sehen wir jetzt auch schon hier Favoriten. Da findet ihr es nämlich.
Auch das wird dann automatisch hochgeladen. Sie sehen auch hier schon YouTube-Test. Ich habe gar nichts gemacht, das hat die Uhr wirklich komplett automatisch gemacht. Und dann drücken wir jetzt auf OK. Sehen wir nochmal ein paar Details. Ihr könnt euch die Strecke nochmal anschauen, also alles wie es gewohnt ist. Und ihr habt sogar die Möglichkeit, wenn ihr nochmal rechts oben drauf klickt, hier zu schauen, okay, Streckenpunkte anzeigen, bekommt ihr auch alle Streckenpunkte hier nochmal angezeigt. Wir sehen es hier, der Zeltplatz, der Badeplatz, alles hier mit dabei. Hier zum Beispiel mein Badeplatz, den ich selber angelegt habe. Und natürlich auch hier dann, ja, wir sehen auch hier ein paar Übersetzungsfehler. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal rein auf Starten. Dann wird das jetzt geladen. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt gleich eine Meldung, dass wir keine Navigation haben und kein GPS. Ist egal, wir gehen jetzt einfach drauf. Und wenn wir dann in die Garmin-Karte hineingehen, während der Aktivität, sehen wir jetzt auch hier, zum Beispiel hier wird die Wasserstation angezeigt. Die ist mit dabei. Oder dann auch, wenn wir jetzt ein bisschen rauszoomen, bekommen wir dann auch die anderen Wegpunkte. Und es ist auch so, dass dann die Ansagen, falls sie aktiviert hat, auch auf diese reagieren. Das heißt also, die Wasserstation wird angegeben oder auch der Jochimsee. Das heißt also, ihr verpasst auf jeden Fall nichts. Hier zum Beispiel der Jochimsee, auch angegeben mit einem Foto. Oder auch der Zeltplatz. Das heißt also, alle Wegpunkte sind dann hier mit dabei und können verwendet werden. Und das geht auch so weit, dass, wenn wir zum Beispiel jetzt in die Übersicht hineingehen und uns die Wegpunkte anzeigen lassen möchten, dass diese dann auch hier komplett angegeben werden. Ich bin jetzt gerade im Keller, deswegen sehen wir jetzt hier keine Kilometerentfernung, aber wir sehen hier Wasserstation ist das erste, dann der Jochimsee, Zeltplatz und dann habt ihr es dann mit dem Überblick, so wie wir es auch schon von Garmin Connect oder beziehungsweise dessen Planung kennen. Timer gestartet. Wasserstation in 80 Metern. In 130 Metern nach links. Ja, ich persönlich muss sagen, dass ich dieses Feature wirklich sehr gelungen finde und lange drauf gewartet habe. Gerade die Highlights, die es auf Komoot-Karten schon immer gab, dass man die nun endlich auch ganz normal übertragen kann, ohne dass man jetzt in Garmin Connect noch irgendwas planen muss. Auf der Apple Watch habt ihr das auch gleich mit dabei. Das finde ich wirklich sehr gelungen. Du kannst mir gerne einen Kommentar schreiben, was du von diesem Update hältst. Nutzt du es? Hast du darauf gewartet? Schreib es mir gerne rein. Ich freue mich auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr zum Thema Komoot wissen willst, ich habe auch eine Playlist rund um Komoot, da habe ich noch weitere Videos vorgestellt, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe auch eine Best-of-Playlist meines Kanals, da kannst du schauen, was hier sonst noch alles so stattfindet. Da geht es halt hauptsächlich um Sportuhren, Fahrradnavigation, alles, was damit zu tun hat. Guck da mal gerne rein. Wenn das Video gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen hoch da, das freut mich den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.